Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zum Online-Event KI in der Architektur. Mein Name ist Stefan Kaufmann. Ich bin im Produktmanagement der Allplan verantwortlich für strategische Partnerschaften, neue Technologien und künstliche Intelligenz. Wenige Themen haben die Menschen in den letzten beiden Jahren mehr bewegt als die Einführung und das Aufkommen der künstlichen Intelligenz. Und wir vermuten und wir ahnen, dass die künstliche Intelligenz auch die Art und Weise ändern wird, wie Architekten arbeiten. Wir haben heute 4 KI-Experten zu uns eingeladen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema KI in der Architekturplanung schauen. Professor Frank Petzold von der TU München zeigt, wie breit die Anwendung von KI sein kann. Professor Michael Holze aus Berlin zeigt, wie er schon KI mit seinen Studenten im Entwurfsprozess arbeitet. Wir haben Felix Kretschmann heute bei uns, der bei einem der führenden europäischen KI-Startups arbeitet und an der Automatisierung von Planungsaufgaben arbeitet. Und den Schluss macht meine Kollegin Kim Lauterbach, die Ihnen zeigt, wie Sie heute schon KI als schwache KI in Allplan nutzen können. Unser erster Sprecher heute ist Professor Frank Petzold. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Architekturinformatik an der TU München. Er ist Mitbegründer des Leonhard Obermayr Centers, einem der heute führenden Forschungszentren für Digitalisierung des Bauwesens. Und er sitzt im Beirat des Georg Nemetschek Instituts für KI im Bauwesen. Lieber Frank, schön, dass du heute da bist. Das Mikro gehört dir. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung zu einem, denke ich, hochspannenden Thema. KI-Forschung für Architektinnen und Architekten, für Ingenieurinnen und Ingenieure. Und heute werde ich zu künstlicher Intelligenz erzählen. Das heißt, das Berufsbild wird sich in den nächsten Jahren signifikant ändern. Das heißt, wie wir arbeiten und wie wir mit Computern und Computerprogrammen interagieren. Und bevor ich ein aktuelles Forschungsprojekt am Georg-Nemetschek-Institut vorstelle, werde ich kurz auf die verschiedenen Facetten der künstlichen Intelligenz eingehen. Ja, KI ist seit 2 Jahren mit ChatGPT und generativer KI in den Medien omnipräsent. Texte werden mit wenigen Eingaben mittels ChatGPT generiert. Mit Text-to-Image-Generatoren werden aus Prompts Bilder erzeugt. Und heftig werden die Vor- und Nachteile und die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft und den Berufsstand diskutiert. Aber KI ist nicht so neu. 1950 entwickelte Alan Turing den später nach ihm benannten Test, ob ein Computer, also eine Maschine, ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Der Begriff der künstlichen Intelligenz wurde bereits 1956 auf einer Konferenz in den USA geprägt und das erste KI-Programm implementiert. 1958 entwickelte Frank Rosenblatt ein lernfähiges künstliches Neuron. Er schuf damit die Grundlagen für die Verfahren des maschinellen Lernens. Mit ELIZA wurde 1956 der erste Chatbot vorgestellt. Im ersten KI-Winter, so späte 1960er Jahre, Anfang der 70er Jahre, sank das Interesse an KI. Mit den ersten regelbasierten Expertensystemen in den 70er Jahren und 80er Jahren gab es erste kommerzielle Erfolge in der KI-Entwicklung. Es folgte dann in den späten 80er Jahren und 90er Jahren der zweite KI-Winter. Mit Deep Blue, der 1997 gegen den damaligen Schachweltmeister Kasparow gewann, rückte KI wieder in die mediale Präsenz. Ab 2010 stehen uns sehr große Datenmengen zur Verfügung und der Siegeszug des Deep Learnings begann 2012 mit der Bildanalyse-KI AlexNet. 2016 gewann AlphaGo gegen den damals stärksten Großspieler der Welt. Und ab 2016 wird intensiv an erklärbarer künstlicher Intelligenz, Explainable AI, gearbeitet. So, aber was ist KI? Was wird unter KI verstanden? KI wird definiert als die Fähigkeit einer Maschine, eines Computers, menschliches Verhalten zu imitieren. Prinzipiell können wir unterscheiden in klassische KI, das heißt regelbasierte Expertensysteme zum Beispiel, und maschinellen Lernen. Beim maschinellen Lernen wird ein Computer trainiert, um aus Daten selbst zu lernen und sich zu verbessern, anstatt programmiert zu werden.
Im Bauwesen ergeben sich aus meiner Sicht viele Einsatzgebiete. Das heißt, in der Bestandserfassung, der Interpretation von Punktwolken, in der Schadenskartierung, um aus Bildern Schäden herauszukristallisieren, im Bereich des generativen Entwerfens und in der Erzeugung von digitalen Stadtmodellen. Und die Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten für den Bausektor sind noch nicht vollständig erschlossen. Dem widmet sich das TUM Georg Nemetschek Institute for Artificial Intelligence for the Built World, welches 2002 gegründet wurde, und 2021 starteten die ersten Forschungsprojekte. Das erste Projekt am GNI ist das heute noch laufende Forschungsprojekt AI for Twinning. 6 Lehrstühle aus den Bereichen Architektur, dem Bauwesen, den Geowissenschaften und der Informatik forschen gemeinsam an der automatisierten Erstellung von multiskalen digitalen Zwillingen. Unser Teilprojekt fokussiert auf die wissensbasierte Rekonstruktion semantischer Gebäudedaten unter Verwendung multipler Datenquellen. Ziel ist, urbane digitale Zwillinge mit Informationen über die Nutzung von Gebäuden und deren Veränderungen im Zeitverlauf automatisiert anzureichern und kontinuierlich zu aktualisieren. Dazu nutzen wir Fassadenbildern aus sozialen Medien, wie zum Beispiel Flickr, Instagram, sowie Kommentaren, Reviews, Tweets und Hashtags aus diesen Bilddatenbeständen. Wir haben dazu eine Softwarearchitektur entwickelt, die auf einer KI-gestützten Pipeline basiert. Am Anfang steht das Data Crawling, das heißt die Suche nach relevanten Bildern in verschiedenen Internetdatenquellen. Es folgt ein Deep Learning-basiertes Filtering der Bilder und der textlichen Informationen. Für die Verarbeitung der Bilddaten, also Fassadenbildern und der Textdaten, wird Example Learning herangezogen und Transfer Learning genutzt. Bei Ensemble Learning werden mehrere KI-Modelle zur Lösung eines Problems kombiniert. Beim Transfer Learning, das ist eine Methode aus dem Deep Learning, wobei ein vortrainiertes künstliches neuronales Netz für die Lösung neuer Problemstellungen herangezogen wird. Mittels NLP, Natural Language Processing, werden die textlichen Daten, wie eben die Kommentare, Reviews, Tweets und Hashtags, aus den Bilddatensätzen analysiert. Für die Segmentierung und die Objekterkennung in den Fassadenbildern werden etablierte Algorithmen und Frameworks benutzt als Grundlage und auf diesen Anwendungskontext trainiert. Etwas näher möchte ich auf unser Kernkonzept eingehen, die Fassadengrammatik. Wie gehen wir als menschliche Experten heran, wenn wir die Nutzung eines Gebäudes bestimmen wollen? Wir fokussieren auf das Gebäude, auf eine Fassade und unterteilen diese in verschiedene Bestandteile. Das heißt, wesentliche Komponenten wie Sockel, Fenster, Türen, schauen uns diese Beziehungen untereinander an und Merkmal, das heißt die Größenverhältnisse, die Anordnung und den Rhythmus der Fassade und können hier jetzt das Ganze ableiten. In der Informatik nennen wir das kontextfreie Grammatiken. Und aus der Grammatik der Fassade können wir eine erste Prognose zur Nutzung von Gebäuden treffen. Wir haben hier verschiedene Ansätze aus der Bild- und Dokumentenanalyse für die Ableitung von kontextfreien Grammatiken herangezogen und für den Anwendungskontext von Fassaden überarbeitet. Für die Analyse von Grammatiken nutzen wir das Konzept der Agglomeratoren, das eine Darstellung der sogenannten Teil-Ganzes-Hierarchie aus visuellen Merkmalen extrahiert und die Eingabeverteilung entsprechend der konzeptionell-semantisch-hierarchischen Struktur zwischen den einzelnen Entitäten ermitteln. Damit ist es möglich, eine erste Prognose zur Nutzung zu treffen. Da die Gebäudenutzung allein aus den Merkmalen der Fassade nicht immer eindeutig getroffen werden kann, werden weitere Daten
eben aus den Kommentaren und Hashtags hinzugezogen, um die Prognosegenauigkeit zu erhöhen. Das war jetzt allerdings nur die Kurzgeschichte. Die eigentliche Story ist etwas länger und auch etwas komplexer. Ja, Frank, vielen Dank für den super spannenden Einblick. Das ist natürlich sehr technisch und kommt sehr jetzt irgendwie so aus der Datensicht raus. Aber ich glaube, eins ist auch klar geworden, diese KI ist nicht eine KI, sondern ihr kombiniert auch in der Forschung unterschiedliche KI-Methoden in digitale Prozesse und lasst die quasi untereinander interagieren. Das Gleiche sehen wir natürlich auch so ein Stück weit im Bereich der generativen KI, wo dann auch unterschiedliche Modelle sich nochmal unterhalten und miteinander kommunizieren. Das ist ein spannendes Thema. Ich meine, das Thema KI ist riesengroß. Du hast es auch vorhin schon gezeigt, hat auch eine lange Geschichte. Es ist eben nicht nur diese 2 Jahre, die sich eigentlich die meisten Architekten jetzt zum Beispiel mit dem Thema in der Tiefe beschäftigen. Wie siehst du das eigentlich? Also aus deiner Brille raus, jetzt auch aus der Brille dieser langen Entwicklung von KI, ist es was irgendwie am Schluss schon lang da war, nur irgendwie zu lang dauert, um in marktfähige Produkte zu kommen? Oder ist tatsächlich irgendwas völlig Neues passiert? Oder ist es nur ein Wahrnehmungsproblem, ne? Dass wir auf der einen Seite so viel Forschung haben, aber tatsächlich in der Anwendung noch relativ wenig angekommen ist? Ja, gute Frage. Also, zum einen denke ich, ist es natürlich ein Wahrnehmungsproblem, was wir unter KI verstehen. Das heißt, sehr häufig wird heutzutage immer die KI gesehen, eben ChatGPT hattest du erwähnt, generative Systeme. Und da tun wir eben mehr Intelligenz plötzlich damit verbinden, dass aus wenigen Eingaben plötzlich ein Text entsteht. So, KI war eben auch schon früher da eben nur ein bisschen anders. Das heißt, regelbasierte Expertensysteme gab es auch schon eine Euphorie in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Das heißt, das war da, wurden auch eingesetzt, vielleicht nicht so viel im Bausektor. Und da haben wir eben wirklich ein Wahrnehmungsproblem und die Medien tun uns natürlich gerade überschütten mit KI. Und KI wird auch immer jetzt gesehen als das Allheilmittel. Alles wird mit KI gelöst, alles kann mit KI gelöst werden. Aber es gibt eben auch andere Methoden, die wir nicht unterschätzen dürfen. So, es dauert natürlich ein bisschen zu lang und wo es gerade beim maschinellen Lernen einen Hype gegeben hat, war eben ab 2010, wo plötzlich Daten zur Verfügung stehen. Ich hatte es ja erwähnt. Dort wird aus Daten sozusagen gelernt und es wird sozusagen, die KI verbessert sich. Und wir brauchen die Datenbestände und teilweise haben wir eben keine Datenbestände. Das ist teilweise das Problem, was wir im Bauwesen haben. Du hattest ja ein bisschen die Frage da angerissen, wie wird sich das vielleicht entwickeln in den nächsten Jahren? Und ich denke, dass vor allen Dingen dort sich viel entwickeln, oder es tut sich ja gerade viel entwickeln, ist, wo wir eben Daten zur Verfügung haben und wo vielleicht auch Arbeiten, das ist dann ein Problem, wie wir mit der KI umgehen, nicht als Gefahr sehen, zum Beispiel in der Prozessierung von Punktwolken. Stupide Arbeit und da hilft uns die KI. In anderen Gebieten, wenn jetzt generative KI sehen, wird plötzlich so, die KI macht Entwürfe. So, wird sie noch nicht machen. Wir haben noch nicht die Superintelligenz. Also KI kann in kleinen Teilbereichen uns aktuell unterstützen, aber ich glaube in den nächsten Jahren noch nicht so signifikant, dass wir auf den Knopf drücken und es kommt funktionsfähige Superarchitektur heraus. Das heißt, wir müssen KI als Werkzeug betrachten. Und das ist eben der zweite Punkt, wo es immer zwischen Euphorie und Angstzuständen hin und her springt. Also Euphorie, es geht vieles und das Erschrecken, dass plötzlich KI besser wird als wir. Du hast auch vorhin gezeigt, es gibt so diese Machine Learning-Thematik, also die statistische KI und gleichzeitig die eigentlich irgendwie, zumindest in der Qualität, wie wir sie heute sehen, doch was Neues darstellt. Und auf der anderen Seite haben wir so diese symbolische KI, die es ja auch jetzt ein paar Jährchen schon gibt und die man zum Beispiel auch mit einem parametrischen Modellierer erzeugen kann, auch selbst bauen kann. Mhm. Siehst du die beiden Themen getrennt oder gibt es irgendwie eine Form, wie man so ganz unterschiedliche KI-Ansätze in einen großen digitalen Prozess kombinieren kann? Ja, na klar. Also ich glaube, es gibt nicht das Werkzeug, das gab es noch nie. Es gab auch nicht das Programm. Das heißt, wir haben eben kleine Dinge, kleine Teile, kleine Programme,
die uns für spezielle Aufgaben unterstützen. Und ich denke, gerade im Entwurfsprozess ist es ein bisschen schwierig, dass man eine KI hat, auf den Knopf drückt und es kommt ein schönes Gebäude heraus. Das heißt, wir entwickeln ja erst im Verlauf des Entwurfsprozesses verschiedene Parameter, wägen die ab, ändern auch Dinge, aber KI kann uns hier unterstützen. Das heißt, KI kann uns Vorschläge bringen, KI kann sozusagen uns vielleicht von einigen Aufgaben entlasten, wo wir Vorschläge bekommen, die wir dann durchdenken müssen. Und das ist eben immer die große Fragestellung. Ich glaube nicht, per Knopfdruck entsteht ein Gebäude, aber KI kann uns in einzelnen Teilaspekten hier sehr gut unterstützen. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, Ensemble Learning, dass eben unterschiedliche KIs miteinander agieren, wird auch teilweise als intelligente Agenten betrachtet, dass eben plötzlich uns die KI in dem Programmsystem informiert. Zum Beispiel rechtliche Normen und plötzlich uns einen Hinweis gibt. Und dann können wir darauf einwirken und können den Entwurf weiter ausprägen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Methoden und die haben wahrscheinlich in Zukunft unterschiedliche Spezialisierungen auch für unterschiedliche Anwendungen im Bauwerkslebenszyklus, oder? Die Frage, und ich meine, das Georg Nemetschek-Institut ist ja so aufgestellt. Da gibt es eine unglaubliche Breite an KI-Forschung. Ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, Sensorik, Structural Health Monitoring. Da gibt es auch Dinge zur Robotik, auch Maschinen bewegen sich oder agieren smarter und besser in Zukunft und mit der Unterstützung von KI. Es gibt, wie das Projekt, das du jetzt gerade vorgestellt hast, auch so Ansätze zur automatisierten Planung und Erkennung von Architekturen aus Bildern raus. Ich meine, das ist eine unglaubliche Bandbreite. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr zu den Themen gekommen seid und warum es genau dann diese Themen sind, wo es an sich wahrscheinlich hunderte von Anwendungsfällen geben würde? Tja, gute Frage. Ich hatte es ja kurz vorhin erwähnt. Ich glaube, wir haben die Potenziale noch gar nicht erschlossen. Beim Georg Nemetschek Institut schauen wir natürlich zum einen, dass wir mit Kolleginnen und Kollegen der Informatik zusammenarbeiten, eines der Grundprinzipien des Georg Nemetschek Instituts. Also das heißt, aus dem Baubereich und aus der Informatik hier die Kompetenzen zusammenbringen. Ich glaube, das ist eher die Zukunft, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Die Informatik hat unheimlich viele gute Lösungen und wir haben aber das Domänenwissen. Und das hier zusammenzubringen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Äh, ein, eine Domäne allein kann das im Endeffekt nicht lösen. So, wie sind wir eigentlich auf die Themen gekommen? Jetzt bei unserem Projekt for Twinning. Wir gehen immer davon aus, wir haben unterschiedliche Repräsentationen der digitalen Welt, deswegen Digital Twins, den Plural. Es können eine Punktwolke sein, es können BIM-Modelle sein, es können CDGML-Modelle sein. Und hier ist immer das Problem, was wir heute haben. Wir brauchen Modelle, die up-to-date sind. Und up-to-date digitale Modelle für die Planung zu halten, ist eine Herausforderung. Das Ganze händisch hier nachzupflegen, manuell zu erstellen, ist zu aufwendig. Und dafür haben wir natürlich verschiedene Methoden. Eben, wir haben Satellitenbilder, wir haben Luftbilder, können dies kombinieren mit unheimlich vielen Daten, die wir in den Medien haben, also im Internet. Wir können dies dann koppeln mit Punktwolken aus Aufnahmen aus dem Straßenraum und aus dem Innenraum, um hier das Ganze automatisiert zu erstellen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, die Automatisierung und was die Modelle dann können. Wir geben ja immer nur Prognosen ab. Aber wir als Mensch sind ja auch nicht unfehlbar. So, ein zweiter Punkt, den du angesprochen hast, diese vielen kleinen, ich sag mal, Helferchen, ist ja dasselbe, als wenn wir im Team arbeiten. Das heißt, jede Person hat so seine ganz konkreten Fachgebiete. Und wenn wir im Team arbeiten, dann fragen wir diese. Und dann nehmen wir diese Daten, die wir zurückkriegen, diese Informationen im Team und kombinieren diese. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass wir nicht die KI haben, sondern kleinere Tools. Das kann symbolische KI sein, das können auch andere Algorithmen sein, die dann wieder zusammengeführt werden und uns als Menschen hier unterstützen. Das heißt, uns Daten, Informationen geben, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Du hast gesagt, ihr schaut auf Veränderungsprozesse. Also die Welt verändert sich natürlich. Von uns vielleicht oft nicht so wahrgenommen. Ja, es ist eben ein Veränderungsprozess, ist, der so langsam vor sich geht. Das betrifft aber hauptsächlich natürlich
sagen wir mal, diesen urbanen Ansatz. Ne? Irgendwo entsteht ein neues Haus, irgendwo wird was gemacht. Funktioniert es auch im architektonischen Maßstab? Also da, wo wir zum Beispiel viel Veränderung haben, auf der Baustelle sind es die gleichen Methoden, mit denen wir in Zukunft dann den Baufortschritt tagesaktuell bekommen und vielleicht auch automatisierte Abrechnungen und Rechnungsprüfungen dann uns erstellen lassen können? Ich denke schon, das gibt es auch teilweise schon, also gerade im Bereich von Sicherheitsmaßnahmen, dass hier analysiert wird, sozusagen aus Videokameras, aus unterschiedlichen Datenquellen, wo es hier Probleme gibt, die in Zukunft vermieden werden können. Und jetzt kommen natürlich dann ganz andere Kriterien wieder zum Tragen, der Datenschutz, der uns teilweise hier nicht hemmt, aber gewisse Restriktionen hat, dass wir eben Personen zum Beispiel nicht tracken dürfen, etc. Und zum anderen ist es natürlich häufig auch unsere Wahrnehmung von KI, die ein Hinderungsgrund sehr häufig ist, dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, dass uns vielleicht die KI gewisse Dinge wegnimmt. So, und ich glaube, das kann sie nicht. Wir müssen es als Werkzeug betrachten. Das heißt, es ist ein Werkzeug, ein Medium unter vielen. Und ich glaube, wir müssten eher erstmal die Vorteile in den Vordergrund stellen und nicht gleich die Nachteile immer diskutieren. Also gerade in Deutschland diskutieren wir erst den Nachteil und dann die Vorteile vielleicht. In anderen Ländern diskutiert man erst die Vorteile und dann schaut man auf die Nachteile. Ich glaube, das wäre schon ein ganz gutes Abschlusswort. Und trotzdem vielleicht noch eine kleine Frage. Ich meine, wir haben jetzt viele Teilnehmer hier in unserem Event und ich glaube, diese technischen Details sind momentan überfordernd für jemanden, der vielleicht gar nicht die Kompetenz hat, jetzt zwischen und auch nicht den Sinn drin sieht, vielleicht sich jetzt in der Tiefe mit Deep Learning Methoden zu beschäftigen. Und trotzdem wissen wir, dass gerade auch die Architekturbüros in Zukunft einen großen Vorteil rausziehen können aus der KI. Deswegen vielleicht nochmal eine so abschließende Frage an dich. Was wäre denn dein Rat? Also wie sollte heute ein Architekturbüro vorgehen, um den Anschluss nicht zu verpassen, die Vorteile zu erkennen und diese Vorteile vielleicht perspektivisch für sich nutzbar zu machen? Ich glaube, das war in der Entwicklung schon immer so. Jetzt komme ich auf ein ganz anderes Thema, ganz kurz zu BIM. Das war auch der Untergang der Architektur, Lego-Architektur. Wir kennen die ganzen Begrifflichkeiten aus den 90er Jahren und BIM hat sich etabliert. Also ich denke, wir müssen hier das Ganze beobachten und dann muss jedes Büro für sich auch entscheiden, welche Systeme es einsetzt und welche Programmchen es einsetzt und auch wenn es KI-Programme sind und wo es einen Vorteil gibt. Ich glaube, alles wird sich am Markt nur dann im Endeffekt rechnen und wird auch eingesetzt werden, wenn auch die Akzeptanz da ist. So, du hattest ja erwähnt, man muss nicht alles bis ins Detail verstehen, aber wir müssen eben schauen, wo können wir es effizient einsetzen und gewinnbringend einsetzen und wo bringt es für uns Vorteile. Und das ist, glaube ich, von Büro zu Büro unterschiedlich, von Vorhaben zu Vorhaben unterschiedlich. Und ich glaube, wir müssen eben schauen, wie können wir es einordnen in den Entwurfsprozess, in den Planungsprozess und sinnvoll einordnen. Teilweise wird eben häufig das nicht sinnvoll eingeordnet. Und zum anderen ist, glaube ich, ein entscheidender Aspekt noch, dass wir, also die Büros, wir sozusagen als die Menschen hier auch immer wieder uns weiterbilden müssen und eben nicht nur darauf vertrauen müssen, was in den Medien präsentiert wird. Das heißt, Weiterbildung ist ein ganz großes Thema, dass man sozusagen immer up-to-date ist. Und auf der anderen Seite, dass wir auch die junge Generation, die ganz anders mit den neuen Medien kommuniziert und diese einsetzt, auch vielleicht mal lässt, Prozesse anders zu denken. Und ich glaube, das ist gerade in der Digitalisierung, dass wir eben die digitale Transformation jetzt nicht das analoge oder analoge Prozesse, die nicht funktionieren, in digital nicht funktionierende Prozesse übertragen, sondern wir müssen das Digitale auch digital denken, um hier die Vorteile herauszukristallisieren. Ich glaube, Frank, das kann man als wunderbares Schlusswort für deinen Vortrag stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen Ich hast und uns so ein bisschen Einblick in die Zukunft auch gegeben hast, in die KI-Forschung, die vielleicht dann in Zukunft noch schneller in unseren Produkten dann verfügbar sein wird. Danke fürs Kommen und ja, bis bald. danke dir auch. Ciao.
Unser nächster Sprecher heute ist Professor Michael Holze. Er lehrt als Professor an der BHT in Berlin computergestützte Architekturdarstellung und beschäftigt sich schon in der Ausbildung mit seinen Studenten heute mit der Nutzung von KI oder Diffusionsmodellen zur Unterstützung des architektonischen Entwurfsprozesses. Lieber Michael, das Mikro gehört dir. Hallo, ich grüße Sie. Ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Event und möchte heute über KI und die Zukunft der Architekturausbildung an den Hochschulen sprechen. Wir wissen alle, was KI heute leisten kann. Die Diskussionsgrundlagen sind geschaffen. Wir sind sozusagen schon im Rennen und Plattformen wie DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Chrome AI zeigen ein außergewöhnliches Potenzial, das erstaunliche Bilder erzeugen kann wie diese. Die Arbeit mit diesen KI-Werkzeugen ist bahnbrechend. Ich zitiere da immer gerne Matthias del Campo, der gesagt hat, es ist das erste wirklich neue, generierende Werkzeug des 21. Jahrhunderts. Wir haben bis dahin eigentlich immer nur mit dem Gleichen gearbeitet und das für die entsprechenden Zwecke umgemodelt. Diese Werkzeuge, die werden uns eigentlich schon dargestellt von den führenden Architekturbüros, die technikaffin sind und die uns eigentlich zeigen, die ganz am Puls der Zeit mit diesen KI-Werkzeugen schon arbeiten, uns das eigentlich vormachen. Das sind, wenn man so will, die Pacemaker, die zeigen, wie KI in den frühen Phasen eingesetzt werden kann. Der Einsatz von KI steht eigentlich ganz am Anfang und danach geht es dann erst in die einzelnen kleineren Detailschritte, in die entsprechenden Konstruktionszeichnungen und so weiter, in diese Ausführungspläne hinein. Das heißt, was wir als Architekten verwenden wollen, ist ganz früh KI einzusetzen zur Ideenfindung, um bessere Ideen, mehr Ideen zu entwickeln, die sehr schnell in Form von Bildern entstehen, um, wenn man so will, den Raum der verschiedenen Lösungen einfach mal auszuloten. Und das geht, wie wir sehen, also mit KI enorm schnell. Wir sind quasi von 0 auf 100, insofern diese Bilder in Sekundenschnelle generiert werden, ebenso auch wie Filme. Man muss wirklich aber auch verstanden haben, dass diese Bildwerkzeuge mit Journey und dergleichen prinzipiell wirklich zur spielerischen Ideenfindung eingesetzt werden. Es ist das, was dann eben mit diesen enormen Möglichkeiten ungeahnte Freiheiten uns schenken lässt oder unsere Kreativität tatsächlich dann entsprechend beschleunigt oder befeuert. Man muss sich vorstellen, dass es tatsächlich eine ganze Handvoll von Vorteilen sind. Es ist zum einen der hohe Output, der da möglich ist mit einer entsprechenden Zeitersparnis. Wir haben eine enorme Qualität in der Darstellung. KI übernimmt ganze Designaufgaben, wie beispielsweise das Rendern, und es ist absolut kostengünstig und effizient. Es ist, wenn man so will, von daher eine Tandemlösung, die sich da anbietet mit diesen Werkzeugen. Ich versuche den Studierenden dahingehend zum Beispiel auch das Entwickeln konsistenter Bilder zu zeigen. Das Thema des Entwurfs ist da Entwerfen mit Bildern, über die wir ja als Architekten kommunizieren, Ideen transportieren, uns austauschen und eigentlich das ganze Projekt schon durchdenken und durchwandeln, wenn man so will, in diesen Formen von Bildern. Und das ist etwas, was hier, sagen wir mal, am ganzen Beginn der kreativen Arbeit steckt, wo wir mit Prompts arbeiten. Prompts, um, wie man hier sieht, auch solche Bilder zu erzeugen, die dann konsistent auch versucht werden weiterzuentwickeln, dass solche Fassaden sich entsprechend dann detaillieren lassen, auch mit weiterer Prompt-Eingabe, dass ich Innenräume, das Interior Design auch entwickle oder dann eben Ausschnitte auch mache. Und diese Variationen, die sich da auftun dann, die werden alle ausgelotet und können auch überarbeitet werden. Also wir versuchen diese KI auch kontrolliert einzusetzen, um auch Teilbereiche
dann nachzuarbeiten, auch in Photoshop Beta mit Generative Fill noch dahin zu bewegen, wo wir sie haben wollen. Und wir können fast wirklich mit einer absoluten Genauigkeit auf das Ergebnis rauskommen, das wir dann haben wollen, mit dem wir dann weiterarbeiten. Das sind alles Bilder, die hier ein und dasselbe Objekt herzeigen, bis hin zu Moodings, bei denen man noch ans Material geht und sich vorstellen kann, aus was das dann ist. Das sind eigentlich Entwicklungsschritte, die in 7-Meilen-Stiefel sich machen lassen auf diese Art und Weise. Ich möchte mal Beispiele zeigen, wie wir das dann noch weiter auch einsetzen können in einem Programm, das ich Architecturalizations nenne, bei dem KI eingesetzt wird, um beispielsweise von Readymates auszugehen. Ich nehme einfach Gegenstände und gebe mit einem Prompt ein, was ich da haben will, zum Beispiel so eine Showseite von einem Laden, oder ich gebe einen anderen Prompt ein zur gleichen Konstellation und lasse daraus eine kleine Kapelle generieren. Oder natürlich auch mit Modellen. Ich kann aus Readymates oder aus Modellen, ich kann auch Architekturmodelle in Renderings übersetzen. Das geschieht auf der Plattform von LookXI oder beispielsweise auch mit Stable Diffusion diese Transformationen zu machen, um gleich, wenn man so will, eigentlich von einfachsten Voraussetzungen mit der KI zu einem fertigen Rendering zu kommen, mit dem ich dann quasi die Architekturdiskussion weiter anschieben kann oder befeuern kann. Und diese Werkzeuge sind natürlich etwas, was an Leistung, an Qualität ein enormer Zugewinn sind. Und das bedeutet tatsächlich aber auch, dass das die Studierenden wirklich sehr verändert, auch in ihrer Denkweise. Also sie kommen in eine Lage, Architektur ganz anders machen zu können. Ich glaube auch, dass in Zukunft die Sicht über Architektur durch die Augen von KI gemacht werden. Des Weiteren hat sich ja mit dem Laptop eigentlich eine ganze Verschiebung ergeben. Das heißt, die Studierenden haben den Laptop, der, wenn man so will, alles zusammenhält. Es ist alles in einer Kiste, wenn man so will. Und jetzt kommt auch noch KI hinzu, was die Karten komplett wieder neu mischen wird. Die Architekten haben auch eine Sicht der Dinge und in dem Produzieren, natürlich auch, was diese Generierungen anbelangt, über CAD-Systeme, mit denen ich direkt also von parametrischen einzelnen Studien direkt das Ganze in ein Rendering transformieren kann und dann einfach erste Studien machen kann in städtebaulichen Maßstäben auch und lasse da die KI sozusagen für uns generieren. Das bedeutet eigentlich, dass sich da eine große Transformation einfach entwickeln wird, während früher, wenn man so will, unsere Helden Figuren waren wie Aldo Rossi, Michael Graves, Sorkin, Zeichner hohen Ranges, Koryphäen in ihrer Arbeit in der Lehre und in der Praxis im Werk. Und das Ganze war von einer solchen noch geprägten Zweidimensionalität, die jetzt eigentlich in eine komplette Dreidimensionalität übergewechselt hat und weiter eigentlich zunehmend mehr auch in 4D geht. Wir stehen als Architekten ja immer am Rande eigentlich der 4. Dimension, wussten da früher kaum was damit anzufangen und sehen wie heute das Ganze eigentlich sich mit Filmanimationen und Videogenerierungen sehr, sehr viel weiter bewegt, um dort eben auch Architektur zu kommunizieren oder zu solchen Ergebnissen zu kommen. Ich möchte nochmal die Bedeutung aber auch, weil sich mit KI sehr, sehr viel verschiebt und eine ganz andere Schwerpunktdefinierung geschehen wird, möchte ich nochmal auf das Zeichnen kommen, das da eine Rolle spielt, insofern wir beispielsweise mit solchen Systemen wie Stable Diffusion, auch wie LookX AI von Xcool auf der Plattform, wir die Zeichnungen direkt transformieren können in ein Rendering und haben mit diesen Möglichkeiten von Sketch to Render die Zeichnung quasi als etwas, was enorm konkret übernommen wird. Also wir sehen, dass die Zeichnung tatsächlich exakt nach
vollzogen wird, was ein Riesengewinn ist, weil wir auch Lagepläne damit konstruieren können und die mit KI tatsächlich in ein richtiges, realistisches Bild übersetzen. Diese Zeichnung, wie gesagt, ist nach wie vor, spielt eine sehr große Rolle und die KI-Systeme unterstützen das, Gott sei Dank. Ich möchte mal Ihnen noch Beispiele zeigen, auch was diese Transformation in Text to Video anbelangt oder auch diese Einsatzmöglichkeiten für diese Generierungen in der frühen Entwurfsphase. Wir haben hier alle möglichen Einsätze von KI in kleinem Maßstab im Interior Design bis zum städtebaulichen Design mal durchgespielt und machen diese Studien sozusagen, die wir in klassischer Manier so nie in dem Zeitraum geschafft hätten. Man muss sich vorstellen, dass diese Render-Techniken eigentlich einen Zeitgewinn darstellen von mindestens einem ganzen Semester, bis die Studenten so weit gekommen wären. In den Studien haben die Studenten noch völlig freie Hand, sich wirklich mit dem zu beschäftigen, was ihnen da am Herzen liegt. KI beflügelt die mit einem Wort. Und das muss man nutzen, weil die ganze Passion ist eigentlich etwas, was der stärkste Motor ist. Und die Bedeutung, die KI da mit hineinbringt, ist, dass es tatsächlich als enormer Verstärker agiert. Die schlechten Studenten werden besser und die Guten schwingen sich wirklich zu Höchstleistungen auf, weil man sieht, wie stark auch der fantasievolle, kreative Einsatz ist. Man muss wirklich selber mitdenken und die Kreativität ist eigentlich in der Wirkung wie ein Tandem. Wir haben den Architekten und wir haben die KI und die beiden spielen sich gegenseitig die Bälle zu, um wirklich das auszuspielen und das auszuloten, was alles drinsteckt eigentlich in der Entwurfsmethodik und auch in den Aufgabenstellungen. In einem noch abschließenden Beispiel möchte ich das nochmal schnell zeigen, wie das in der Entwicklung des Entwurfs noch eingesetzt werden kann, indem wir versuchen quasi eben über diese Render-Möglichkeiten den Zustand eigentlich, den späteren von so einem Entstehungsprozess vorwegzunehmen. Das Rendering lässt uns ja die Möglichkeit, tatsächlich einen Zustand, der da sein wird, ins Hier und Jetzt zu holen. Deshalb sind diese Bilder so enorm wichtig. Das wäre abschließend mal ein Stadium, wie gesagt, wie das im Entwurf eingesetzt wird an unserer Hochschule. Die Hochschule wird in Zukunft wahrscheinlich immer mehr sich auf solchen Medien abspielen und wird da eine ganz andere Transformation erleben. Über diese Medien wird in Zukunft die Hochschule aktiv werden müssen. Also es wird sich sehr, sehr viel ändern. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Möglichkeit, die Präsentation zu machen. Danke. Ja, Michael, vielen Dank an dich für diese absolut beeindruckende Machtpräsentation, die du da mit deinen Studierenden machst. Ich würde direkt vorweg die Frage stellen, die, glaube ich, alle bewegt. Ist KI kreativ? KI ist kreativ, weil wir tatsächlich Generierungswerkzeuge haben, die von einem Riesenschatz, von einem Fundus aus, wenn man so will, alles herausholen können, die man sozusagen wirklich eintauchen lassen kann in das, was wir tatsächlich in unserer ganzen Architekturgeschichte schon hervorgebracht haben. Wenn ich weitergehe, kann man bei den sogenannten Machine Hallucinations eigentlich auch davon sprechen. Das sind tatsächlich Generierungen, die kriegen wir so gar nicht hin. Und wenn ich Künstler zitiere, die selber auch erfolgreich sind, schon mit ihrer künstlerischen bisherigen klassischen Arbeitsweise und mit KI angefangen zu arbeiten, die sind alle der Meinung, dass das tatsächlich kreativ ist. Bei den Künstlern, dort gibt es, sagen wir mal, dann Ansätze, wo die das wieder anders betrachten und sagen, es gehört ein Bewusstsein dazu noch.
um zu sagen, das ist etwas wirklich ganz Originäres. Und das heißt, dieses Bewusstsein über das, was man tut als Künstler, dieses Bewusstsein haben die Künstler natürlich, aber nicht die Maschine. Und deshalb streiten die, sagen wir mal, sich darüber, ob es jetzt tatsächlich kreativ ist. Also ich bin absolut der Meinung, dass sie kreativ ist, insoweit sie tatsächlich also völlig originelle Ergebnisse liefern kann, auf die wir so gar nicht gekommen wären. Und wie ist Ihr Einfluss? Ich meine, ihr macht unglaublich starke Visualisierungen und das ist ja nicht nur Visualisierungen, sondern da steckt ja auch ein Stück Entwurfsarbeit drin, ne, die über Prompting gesteuert wird. Aber wie hoch ist der Einfluss aufs Ergebnis? Ich meine, ihr schickt da was los irgendwie ins Diffusionsmodell, ihr sagt ungefähr, was da drin passieren soll im Bild und dann kommt da was zurück, was irgendwie super hyperrealistisch eine Atmosphäre von einem Innenraum beschreibt. Ist das eine Blackbox? Ich meine, müsst ihr darauf warten und das akzeptieren, was da kommt? Oder könnt ihr da eingreifen und tatsächlich euren Entwurfsgedanken dann dort nochmal mit einbringen? Also es ist tatsächlich viel Arbeit, um dorthin zu kommen, wo das Ganze drauf hinauslaufen sollte, sage ich mal. Also die Studierenden fangen an und werden hin und her gerissen sozusagen von den Ergebnissen. Es ist ja, wenn man sich vorstellt, tatsächlich eine Generierung auf einmal ein Bild im Raum. Das kann ja fast hinderlich sein. Man hat ein Ergebnis, wo man sich denkt, wow, auf das wäre ich nicht gekommen und verfolgt jetzt eigentlich da einen Weg, dorthin zu kommen. Man läuft eigentlich etwas hinterher, was man da angefangen hat zu inszenieren. Und ich versuche die dann immer einzuholen, die Studierenden, und zu sagen, es muss so erst einmal von sich selber herauskommen und man muss versuchen, möglichst KI einzusetzen, um auf etwas hinzusteuern, was wirklich aus einem selber herauskommt vom Gedanken her. Und das ist natürlich so ein bisschen riding the bull. Man sitzt auf etwas, was man versucht in den Griff zu kriegen. Und das sind dann die Stufen, die eigentlich die Arbeit ausmachen. Und ich glaube, dass die wirklich fleißigen Studenten dort tatsächlich sehr, sehr viel Einfluss nehmen können und ganz dezidiert dorthin entwickeln oder wirklich das Ganze iterativ immer wieder machen. Aber das ist echt viel Fleißarbeit. Und es geht nicht so, sagen wir mal, dass man sich gleich mit dem erstbesten Bildergebnis zufrieden gibt. Das heißt, ihr arbeitet iterativ, ihr lasst was rechnen und dann kommt was zurück, nehmt das wieder als Ausgangsposition für das nächste KI-Tool und so bauen die KI-Tools so kaskadenmäßig quasi aufeinander auf. Das geht kaskadenmäßig, es geht Schritt für Schritt und es geht mit viel wirklich wieder ändern, mit viel Bereich markieren, an dem Weiterprompten und so weiter, bis man dorthin kommt. Und die Experimente werden, wenn man so will, eigentlich ähnlich wie Architekturvarianten auch genauer untersucht und abgestimmt. Und dann versucht man mit den Möglichkeiten, die die KI hat, vom Prompting über Generative Fill bis Blending und so weiter, das Ganze mal auszuloten, wie gesagt, was da noch alles drinsteht. Und dann pendelt man sich ein tatsächlich in eine Entwurfsrichtung und dann sind wir ja darauf angewiesen, eigentlich als Architekten sehr schnell zu 3D zu kommen. Wir wollen immer gleich das Modell, weil dort die ganze Produktionsschiene anfängt. Wir müssen dann anfangen, das zu materialisieren und dann gehört das in einen BIM-Prozess hineingeschickt und so weiter. Und das ist etwas, was jetzt eigentlich noch aussteht. Wir sind ganz am Anfang, ganz oben stark mit den Bildgebungsgeneratoren, um Ideenfindung zu machen. Der ganze Mittelteil, der ausgefüllt werden muss, wie komme ich zu den Ausführungsplänen, zu der Materialisierung, zu der Detaillierung und so weiter bis zum Bau, das ist eigentlich etwas, was noch ansteht. Und da muss die KI, und das ist ein Riesenbedarf natürlich, weil das ist die ganze Arbeit eigentlich, die dem Architekten wirklich schwitzen lässt und die ganzen Alltagssorgen eigentlich bereitet. Und da muss die KI eigentlich so schrittweise helfen, dass man dann unten rauskommt beim Gebäude. Ja, spannend. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine völlig neuartige Inspirationsquelle vorbekommen, die uns irgendwie auf eine beeindruckend realistische Weise schon zeigt, wo es hingehen könnte. Aber ich kriege eigentlich noch nicht diese Übersetzung dann ins Modell rein und ins 3D. Das ist momentan eher noch eine Illusion, die da erzeugt wird. Ich habe noch eine andere Frage. Ich meine, wir zwei sind ja schon ein bisschen länger auch im Bereich Digitalisierung, Bauwesen unterwegs. Ich meine, es gibt hunderte Forscher, die sich in den letzten 20 Jahren beschäftigt haben mit irgendwie Entwurfsautomatismen, die da getüftelt haben. Und es gibt so viele verschiedene Ansätze in der Richtung und man hat das Gefühl, jetzt ist es irgendwie passiert. Teilst du das auch oder kannst du uns sagen, warum das jetzt gerade passiert ist? Was ist jetzt so grundsätzlich neu? Es ist natürlich
tatsächlich ein Phänomen. Also ich betrachte KI ja tatsächlich als ein Phänomen. Für mich ist es also, es ist keine Software, es ist keine Person, es ist auch keine reine technische Angelegenheit. Es ist eigentlich etwas, wo wir tatsächlich unser als Fundus oder als Unterlage der ganzen KI auf dieser Big Data Basis, auf der KI arbeitet, haben wir eigentlich das ganze Menschheitswissen drinnen. Und das ist natürlich ein Schatz, der, wie man sich vorstellen kann, gehoben wird. Alle die Erfahrungen, die wir haben, das heißt vom Entwurf von den glorreichen Gebäuden und den wirklich dem Zelebrieren von Architektur mit allen seinen Errungenschaften steckt da drin. Und dass das sozusagen jetzt so synthetisiert wird, ist mit KI möglich, insofern KI eigentlich so eine Art Superglue darstellt, das überall reinfließen kann und in alles eindringt. Und wie wir das jetzt verwenden, das liegt tatsächlich so an uns, was da daraus gemacht werden kann. Dass das passiert ist, ist natürlich zu verdanken, zum einen die Voraussetzung war mit einem Wort natürlich das Internet, aber zum anderen mit der Cloud, die existiert worden ist, dass auch die Cloud-Dienste überhaupt angeboten werden, dass wir zum anderen diese Rechenleistungen damit gestellt bekommen, dass dieser Service von solchen Rechenleistungen mit Superchips und so weiter möglich geworden ist, dass auch die Zusammenarbeit von all den IT-Lern, Geistesgrößen und KI-Experten, dass die sich eigentlich beschleunigt hat mit dem ganzen Austausch. Das ist eine Entwicklung, die ist zunehmend schneller geworden, was uns früher quasi immer Jahrzehnte gekostet hat. Das passiert jetzt in weniger als einem Jahr. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich auch, glaube ich, dass das jetzt so endlich mal ins Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Also das heißt, gerade mit dieser großen Verbreitung ist eigentlich jetzt wirklich erst einmal das Licht auf KI gekommen, sonst wäre es wirklich etwas, was in den Hinterzimmern passiert für die meisten. Es wäre nie im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Und jetzt ist es eigentlich in breiter Front tatsächlich zugänglich und jeder kann damit arbeiten und das schafft ein völlig neues Bewusstsein und auch, glaube ich, ganz neue Türen werden da geöffnet. Jetzt haben wir wahrscheinlich 95% der Teilnehmer des Events, die sich wünschen, genau sowas auch machen zu können. Auch Prompt-Architekt zu werden oder die Diffusionsmodelle genauso geschickt zu kontrollieren, wie ihr das macht und diese Tools miteinander zu kombinieren. Kann man sowas lernen? Gibt es da heute schon die Möglichkeit, irgendwo an Schulungen teilzunehmen oder welchen Rat würdest du heute geben? Das, das ist zweifellos, sagen wir mal, so ein Run auch gerade oder weil KI so explodiert, dass alle sich gerne informieren wollen. Und die Kurse, wenn man sich anschaut, die Angebote werden zunehmend mehr und sind tatsächlich auch sofort überfüllt. Also die Anfrage ist so groß, dass die gar nicht genügend aufnehmen können, selbst mit den Online-Formaten, weil man versucht, es natürlich auch in einem Rahmen zu halten. Aber der Bedarf ist wirklich groß und riesig und es wird sich ja wirklich herausstellen, unvermeidlicherweise glaube ich, dass man immer mehr mit KI arbeiten muss, um, wenn man so will, eigentlich nicht ins Hintertreffen zu geraten. Also KI ist so eine Unterstützung und wird auch noch so eine große Rolle spielen, glaube ich, auch in den Erwartungen auch vom Bauherrn an den Architekten, dass der wirklich bedient werden möchte, auch mit, wenn man so will, einem optimierten Ergebnis. Also ein Ergebnis ist auch, was dann der Überprüfungen standhält mit Ergebnissen und Werten aufwarten kann, die am Bauherrn dann sozusagen wirklich zufriedenstellen. Und es ist nicht mehr sozusagen in einem vagen äh, Kasten, den der Architekt mitbringt und dann das Modell auspackt, sondern es ist wirklich eigentlich eine enorme Transparenz möglich, mit der man solche Projekte dann bearbeiten kann. Das ist quasi dein Ausblick zur Nutzung von KI hin zu so einer Art performativen Design, oder? Das dann evidenzbasiert ist und mehr begründbar vielleicht, als wir das heute haben. Das finde ich jetzt ein ganz schönes Schlusswort auch. Wir werden sehen, was die nächste Zeit noch alles passiert. Vielleicht schauen wir auch immer mal wieder rein, was bei dir an der Hochschule passiert und was du auch machst. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Erwachsenenbildungsprogramm von dir. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass wir da gemeinsam in Kontakt bleiben. Ja, sehr gerne. Es ist eine der aufregendsten Zeiten, finde ich zurzeit. Ja, ich glaube, das teilen wir alle hier. Genau. Ja. Vielen Dank nochmal für die wunderschönen Bilder, die du mitgebracht hast und für diesen beeindruckenden Status quo auch. Also das ist ja jetzt nicht die Zukunft, sondern das ist das, was heute eben schon möglich ist. Und danke, dass du dabei warst, dass du das mit uns geteilt hast heute.
Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle von dir. Sehr gerne, danke. Unser nächster Vortragender ist Felix Kretschmann. Felix Kretschmann ist Product Manager bei einem der führenden europäischen Startups für KI im Bauwesen mit nahezu 100 Data Scientists. Felix Kretschmann ist Experte für die Bereiche Machine Learning, Computer Vision und für Building Information Modeling. Felix, wir sind alle gespannt auf deinen Vortrag. Das Mikro gehört dir. Hey Stefan, vielen Dank für deine Einleitung. Wir freuen uns dabei zu sein und lasst uns doch gerne sofort beginnen. Herzlich willkommen zum Vortrag. Wir wollen euch heute zeigen, wie wir automatisiert aus verschiedensten Daten Informationen für eine Ökobilanzierung von Gebäuden extrahieren wollen. Wir sind Elevate, wir sind 89 Mitarbeitende, feiern dieses Jahr unser 3-jähriges Jubiläum und freuen uns, als eine der größten Startups auch hier vertreten zu sein. Was haben wir zum Anlass genommen, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit näher zu beschäftigen? In Deutschland gibt es ungefähr 21,3 Millionen Gebäude, die in der Zukunft im Gebäudebestand saniert werden müssen, wo Nachhaltigkeitspotenziale vorhanden sind, um in der Zukunft auch den nachfolgenden Generationen eine schöne Welt zur Verfügung zu stellen. Dafür haben wir unterschiedliche Handlungsfelder gefunden, beginnend bei unterschiedlichen diversen Datenquellen, großen Datenmengen, die für die Nachhaltigkeitsbewertung notwendig sind. Diese Daten sind häufig historisch gewachsen, nicht immer zwingend vollständig. Der eigentliche Zertifizierungsprozess besteht aus komplexen Anforderungen und Prozessen. Entsprechend ist ein hoher Bedarf an Effizienz und Automatisierung notwendig, wo künstliche Intelligenz in den Handlungsfeldern einer zentralen digitalen Datenhaltung und einer entsprechenden Datenqualität notwendig ist. Was wir dafür einsetzen, sind verschiedene KI-Technologien und Cloud-Technologien, beginnen beim klassischen maschinellen Lernen über Gen AI und Cloud-Technologien, um die komplexen Prozesse und Gebäudestruktur gewinnbringend erzeugen zu können. Die Stakeholder, mit denen wir in unserem Ökosystem interagieren, sind vor allem Architekten, Bauunternehmen, die Eigentümer und Verwaltungen, die die entsprechenden Immobilien oder Vermögenswerte verwalten, bis hin zu Energieunternehmen, um die Energieeffizienzen zu berechnen, die verschiedenen Verwaltungen, Institutionen, wo wir uns an die entsprechenden Richtlinien halten müssen, aber auch Finanzinstitute, die unser Ökosystem nutzen, um zum Beispiel grüne Kredite zu vergeben und entsprechend zu bewerten. Die Vorteile, die wir mit künstlicher Intelligenz bieten können, ist ein sehr, sehr hoher Automatisierungsgrad verbunden mit einer Reduzierung der Zeitaufwände um bis zu 80%, wobei die KI vor allem als Assistenzsystem für Mitarbeitende zur Verfügung gestellt wird, um verschiedene Prozesse innerhalb der Nachhaltigkeitsbewertung zu automatisieren. Den wichtigsten Schritt der Datenverwaltung, des Datenmanagements und der Informationsbereitstellung für eine LCA-Berechnung möchte ich jetzt im weiteren Verlauf aufzeigen. Die Features, die wir dafür anbieten, sind, dass wir aus verschiedensten Datenquellen unterschiedliche Datenbestände integrieren können. So können wir für Gebäude im Betrieb oder im Bestand Bestandsdaten aus Bildern, aus Plänen, aus Dokumenten extrahieren. Wir können Tabellen oder auch Bauteilkataloge erstellen, generieren, aber auch vorhandene Bauteilkataloge nutzen, bis hin, dass wir Modelldaten und Datenbanken verarbeiten. Und die ganz klassischen Schritte, die wir hier mit der KI gehen, beginnen bei der Klassifizierung dieser Unterlagen, der Strukturierung, der Informationsbereitstellung und der Prüfung der Qualität mittels eines intelligenten Qualitätsmanagements. Die Nachhaltigkeitsbewertung selbst wird bei uns durch die Datenmodellierung in Verbindung mit vorhandenen Datenbanken wie der Ökobaudat entsprechend berücksichtigt. Anwendungsfälle, in denen wir aktuell arbeiten, ist die CO2-Bilanzierung, aber auch das Thema LCA sowie die damit verbundene Zertifizierung oder Akkreditierungsprozesse. Innerhalb der Datenbereitstellung bieten wir ein Wissensmanagement, was ich im weiteren Verlauf noch zeigen werde, einen Smart Search, aber auch die Möglichkeit, diese Daten später in den digitalen Zwilling in ein BIM-Modell
zu überführen. Die Klassen und Use Cases, die wir dabei berücksichtigen, beginnen bei einer klassischen Geschäftsprozessautomatisierung. Wie komme ich an diese Daten? Wie stelle ich diese Daten bereit? Bis hin zu einem Datenmanagement. Welche Informationen müssen aus welchen Daten extrahiert werden? Und der Projektsteuerung, wo wir zum Beispiel über die DIN 276 die Informationen auch nach Kostengruppen strukturieren können, um diese dann über zum Beispiel die DIN 277 mit den entsprechenden Flächen in die Nachhaltigkeitsbewertung mit einzubeziehen. Innerhalb der Ökobilanzierung haben wir neben den BNB- oder QNG-Anforderungen einen speziellen Fokus auf die Anforderungen des DGNB gelegt und im Sektor der Finanzinstitute auch der KfW-Programme, die unter anderem auch bei der Kreditvergabe eine wichtige Rolle spielen. Wie ein entsprechendes System aussieht, möchte ich euch kurz live zeigen. Hier seht ihr den Zugang zu unserer KI-Plattform AICM. Hier kann man sich anmelden, verschiedene Daten aus Datenquellen wie dem SharePoint, aber auch sonstigen CDE-Lösungen oder Cloud-Lösungen integrieren. Wenn diese nicht vorhanden sind, lassen sich Daten natürlich auch hochladen, daraufhin verschiedene Informationen innerhalb des Klassifizierungsprozesses integriert werden, um diese Daten in einer spezifischen Struktur zur Verfügung zu stellen. Wenn wir jetzt genau in die Architektur auch einsteigen wollen, haben wir hier die Möglichkeit, die verschiedenen Dokumente oder Pläne auch innerhalb der Leistungsphasen zu gliedern, innerhalb der Gewerkespezifika zu gliedern und darüber hinaus verschiedene Informationen aus diesem Informationsbau, aus diesem Wissensmanagement entsprechend auszulesen und bereitzustellen. Wenn wir hier zum Beispiel in die Leistungsphase 5 reinschauen, sehen wir, dass schon eine Vielzahl von Daten auch vorhanden ist. Wenn wir jetzt genauer mal in einen Ordner reingucken, in Detailpläne, haben wir jetzt hier schon verschiedenste Informationen extrahiert und können diese jetzt im nächsten Schritt über ein sogenanntes Resource Management mit den Materialdatenbanken verbinden, mittels eines intelligenten Regeleditors die Prozesse, die damit verbunden sind, innerhalb der Lebenszyklusanalyse oder auch des Bauvorhabens steuern und diese Daten automatisch an die LCA-Software übergeben. Ein zweites Beispiel, was ich Ihnen heute noch mitgebracht habe, ist die BIM-Modellierung aus CAD-Plänen als weiterer konsequenter Schritt, wie diese Informationen aus den konventionellen Daten auch in ein BIM-Modell überführt werden können, wie die LCA-Informationen entsprechend angereichert werden. Dafür melden wir uns auf der Plattform an, können verschiedene Daten hochladen. Diese Informationen werden im nächsten Schritt analysiert, diese verschiedenen Informationsbestände auch wieder strukturiert, um daraufhin die eigentliche Extraktion von Informationen wie auch Geometrien aus den Plänen entsprechend anzustoßen. Damit die Analyse beginnen kann, habe ich die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Algorithmiken zu wählen, lade diese Daten in die Pipeline. Hier sehen wir auch schon, dass die Analyse gestartet wurde, um im nächsten Schritt diese Informationen und die damit verbundenen Extraktionsmöglichkeiten auch prüfen zu können. Wenn diese nicht vollständig sind, auch im nächsten Schritt nachzumodellieren, um damit im letzten und finalen Schritt aus den Geometrien mein BIM-Modell entsprechend generieren zu können. Hier sehen wir nochmal kurz die Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Falls die KI verschiedenste Informationen auf dem Plänen nicht gefunden hat, um diese dann im letzten und finalen Schritt in ein IFC-Modell mit zu überführen, wo wir jetzt hier am Beispiel der TGA jegliche Wasser- und Gasleitungen extrahieren können. Ich freue mich, wenn wir Ihnen damit in einer kurzen Keynote auch verschiedene Beispiele, wie wir KI schon in der Praxis anwenden, aufzeigen konnten und freue mich auf weitere Rückfragen. Ja, Felix, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, auf der einen Seite könntest du für uns noch vielleicht nochmal klar machen, wo eigentlich der Vorteil von der KI-Lösung für die Ökobilanz ist. Ich meine, es gibt auch Ökobilanz-Tools, zum Beispiel direkt aus dem BIM-Modell raus und frühen Planungsphasen. Wo setzt die KI da an oder wo macht sie den entscheidenden Unterschied? Ja, ich denke, ein entscheidender Unterschied zu klassischen konventionellen Lösungen ist, dass ich in allererster Linie nicht immer zwingend das BIM-Modell zur Verfügung habe eines Gebäudes oder einer Immobilie, sondern häufig angewiesen bin auf die Verarbeitung ganz klassischer Datenbestände wie Pläne, Dokumente,
sonstige Daten, Excel-Tabellen oder auch Datenbanken. Was wir mit der KI bieten können, ist, dass wir alle Datenbestände auf einmal verarbeiten können mit dem großen essentiellen Vorteil in der Geschwindigkeit der Verarbeitung und der Qualität, in großer inhomogener Datenmengen, um damit einfach den großen Vorteil bei den vielen, vielen Daten, die wir hierfür benötigen, entsprechend bieten. Also das Datenmanagement macht eigentlich den Vorteil. Sie können diese Daten lesen und können sie automatisiert dann in so einen Analyseprozess reinbringen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Datenmanagement in den Bauprojekten? Ich meine, die Elevate macht ja jetzt nicht nur Tools für die Ökobilanzierung, sondern kommt ja eigentlich aus dem Bereich KI-basierten Datenmanagement raus. Wie siehst du da so aktuelle Trends? Werden wir da in Zukunft auch viel mehr KI sehen? Also in diesen Bauprojekten, in denen vielleicht Hunderte oder Tausende Pläne und Lieferscheine und Dokumente jeglicher Art vorkommen? Mhm. Grundlegend entwickelt sich KI sehr, sehr rasant in der Verarbeitung entsprechender Daten. Ein großer Vorteil aktuell liegt auf Daten, die semi-strukturiert sind, wie Excel-Tabellen oder Datenbanken oder auch strukturierten Daten. Wenn wir zum Beispiel an BIM-Modelle denken, da dafür kein spezifisches Fachwissen notwendig ist und vorhandene Modelle wie zum Beispiel ChatGPT genutzt werden kann. Unser Fokus hingegen liegt eher auf der Verarbeitung von Dokumenten, Zeichnungen, Plänen in Kombination mit semi-strukturierten und strukturierten Daten, wobei bei uns vor allem auch das Fachwissen von Architektinnen und Ingenieuren essentiell ist, um KI-Modelle zu trainieren, damit wir auch verstehen, wie diese Daten entstanden sind und damit neben den Vorteilen in der breiten Anwendung mit großen Lösungen wie zum Beispiel ChatGPT auch weitere Daten entsprechend berücksichtigen zu können. Wie ist es eigentlich mit KI? Diese Entwicklung geht ja wahnsinnig schnell und ich sehe auch, wie auch die Elevate immer schneller, immer mehr Produkte auf den Markt bringt mit ganz unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Wenn wir das mal vergleichen mit BIM, die Einführung von BIM, die wird vielleicht am Schluss nahezu 50 Jahre gedauert haben. KI geht momentan rasend schnell. Und wo siehst du da eigentlich so die Unterschiede? Warum geht KI momentan so schnell? Mhm. Ich glaube, oder die Frage, die du ansprichst, ist eine philosophische Frage. Die einfachste und naheliegendste Antwort ist für mich, dass man bei der Einführung von KI bisher häufig Assistenzsysteme nutzt, die cloud-basiert sind und man damit keine Software- oder Autorensysteme, wie zum Beispiel für die BIM-Methodik, anschaffen muss. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Effizienzsteigerung, die die KI mit sich bringt, deutlich schneller sichtbar ist, als das bei dem Thema BIM der Fall ist, wo verschiedene Vorarbeiten notwendig sind und damit auch im Change Management die Hemmschwelle in der Anwendung von KI-Lösungen deutlich niedriger ist als bei der Einführung neuer Planungsmethodiken wie dem Building Information Modeling. Das heißt, im Grunde genommen, man braucht keine Schulung für KI, das ist einfach da, oder? Und das macht die Dinge auch nicht komplizierter, sondern es macht es im Grunde genommen einfacher und kann deswegen von jedem direkt eingesetzt werden. Und ihr benutzt ja auch gerne so das Thema Hyperautomatisierung. Ist das auch was am Schluss irgendwo vielleicht auch den Baufirmen helfen wird? Ich denke, dass das früher oder später auf jeden Fall den Baufirmen helfen wird. Wir profitieren auch dabei sehr, sehr stark von der Einführung von Building Information Modeling, da eine der essentiellen Grundlagen für die BIM-Modellierung auch ein strukturierter Datensatz ist. Das bildet auch die Grundlage für das KI-Training und dieser Wechsel in der Anwendung digitaler Methoden, aber auch der digitalen Arbeit im klassischen Planen, Bauen oder auch Betreiben hat uns natürlich entsprechend in die Karten gespielt und bietet uns damit einen größeren Vorteil, als den damals die Einführung 2015, 16 der BIM-Methodik entsprechend vorzufinden war. Wenn ich so momentan eure Kunden anschaue, also momentan seid ihr ja bei sehr, sehr großen Kunden unterwegs. Ne? Das sind ja Leute, die haben 50.000 Mal die Woche vielleicht das gleiche Problem und dann geht ihr rein, ihr kennt das Problem und könnt es jetzt mit KI lösen. Das ist vielleicht was anderes wie jetzt ein klassisches Architekturbüro. Da gibt es vielleicht mal 2 Leute, vielleicht gibt es mal vielleicht 50 Leute oder 100 Leute. Und da seid ihr ja mit euren Lösungen momentan noch nicht.
Aber die Probleme sind dort ja im Grunde genommen die gleichen. Also auch da müssen Daten besser gemanagt werden, da muss man schneller Zugriff bekommen zu seinen Daten und man möchte vielleicht auch Prozesse automatisieren. Wann wird es denn Lösungen geben für kleinere Firmen, die eben diese gleiche Intelligenz haben wie die großen Firmen heute schon nutzen können? Ja, wir haben uns damals vor 3 Jahren, als wir die Elevate gegründet haben, schon die Gedanken gemacht, wer eigentlich unser Kundenumfeld sein soll. Und wir sehen vor allem kleine und mittelständische Büros, wie zum Beispiel Architektur- oder Ingenieurbüros tatsächlich als unsere Kunden. Das Problem der Modelltrainings hat sich am Anfang jedoch sehr, sehr stark gezeigt. Da ganz klassische Daten, Pläne, Dokumente für Gebäude häufig im Internet nicht zu finden sind. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, mit großen Kunden gemeinsam Daten zu akquirieren, diese in die Modelltrainings einzuarbeiten, Partner zu finden, wie die Allplan oder auch Hitzler-Ingenieure, die uns dann mit dem spezifischen Fachwissen, mit der spezifischen Software unterstützt haben, die Modelle auch weiter so robust und effizient zu trainieren, dass diese auch für kleine und mittelständische Büros auch im Bereich der Architektur nutzbar sind. Und wir bewegen uns, ich denke, Ende des Jahres auch dahin, dass wir unsere KI-Lösungen im Speziellen des Datenmanagements oder auch der BIM-Modellierung kleinen und mittelständischen Büros zur Verfügung stellen können. Prima, ja dann vielen Dank für den Ausblick. Das heißt, wir erwarten dann Ende dieses Jahres schon die ersten Funktionen oder die ersten Tools von euch, die wir dann in der Breite auch nutzen können. Super, vielen Dank Felix, vielen Dank auch, dass du dir Zeit genommen hast und heute den spannenden Vortrag gehalten hast und dann bis bald. Dankeschön, Stefan, bis bald. Tschüss. Unsere nächste und gleichzeitig unsere letzte Referentin heute ist meine Kollegin Kim Lauterbach. Kim Lauterbach ist BIM-Expertin und auch Allplan-Expertin. In ihrer Vergangenheit war sie Dozentin für Architektenkammern, sie war auch BIM-Managerin in Großprojekten und sie hat auch als BIM-Beraterin unter anderem für Architekturbüros gearbeitet. Kim, ich freue mich auf deinen Vortrag. Das Mikro gehört dir. Hi Stefan, vielen Dank für die Introduction und schön, dass ich dabei sein darf. Wir springen dann sofort rein in meine Präsentation und wir schauen uns an, was ich mitgebracht habe. Wir haben jetzt 3 tolle Vorträge gehört und ich starte jetzt mal mit dem Blick auf unsere Software, auf Allplan. Was ist Allplan? Allplan ist eine Planungssoftware, die den Planer durch alle Leistungsphasen begleitet. Und wir haben ganz viel über KI gehört. Können wir KI einsetzen schon bei Allplan? Können wir KI noch nicht einsetzen? Und ja, wir können das. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. KI ist nicht gleich KI. Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, Dinge automatisiert zu machen. Im ganzen Planungsprozess haben wir sehr viele Workflows und Schnittstellen, die immer wiederholt angesteuert werden. Das heißt, wir wollen versuchen, redundante Aufgaben zu eliminieren. Wer möchte denn schon Sachen doppelt machen? Keiner von uns möchte das. Und dann, wenn wir Sachen doppelt machen, dann machen wir Fehler, weil wir nicht mehr mit dem ganzen Herz dabei sind. Das heißt, hier können wir viel effizienter werden mithilfe von KI. Wie wir das hier schön auf diesem Bild sehen, wir möchten, dass die KI, wenn der Roboter das symbolisiert, aus unserer Erfahrung lernt, aus der Erfahrung der Planer, die wirklich mit der Software zu tun haben. Und wenn wir jetzt über KI reden, dann machen wir einen Unterschied zwischen einer starken KI und einer schwachen KI. Eine starke KI kann unbekannte Probleme lösen und eine schwache KI kann bekannte Probleme lösen. Wir konzentrieren uns auf die schwache KI, denn wir haben Probleme, wir haben sich wiederholende Aufgaben, die wir effizienter gestalten können, indem wir sie automatisieren. Was brauchen wir dafür? Wir müssen uns einmal aufrufen, was ist denn eigentlich das Problem? Sprich, welche Aufgabe gibt es, die hier eventuell automatisiert werden kann? Wenn wir diese Aufgabe haben, dann definieren wir die. Wenn wir das erkannt haben, dann definieren wir sie. So, und im letzten Schritt können wir sie dann, wenn wir sie definiert haben, automatisieren. Allplan hat dafür eine Werkzeugkiste. In dieser Werkzeugkiste gibt es Tools.
eines dieser Tools sind die Python-Parts. Die Python-Parts ist nichts anderes als ein Softwarestück, was man selber auch mit Hilfe von Visual Scripting bauen kann, aber welche wir auch schon bereitstellen, weil wir bekannte Probleme gelöst haben mit Visual Scripting. Das heißt, ich öffne meine Altplan-Oberfläche und kann meine Python-Parts ansteuern, die mir dann ganz automatisiert bestimmte Dinge aus der Hand nehmen. Was haben wir denn da für Dinge, die schon aus der Hand genommen werden? Das sind zum Beispiel, dass ich Objektvorgaben automatisiert anheften kann, dass ich Attribute automatisiert anheften kann, ein ökologischer Fußabdruck, dass der sofort aus dem Modell ausgewertet werden kann und auch immer wieder neu ausgewertet werden kann, wenn ich Änderungen im Modell vornehme. Ich möchte Kostengruppen anhängen oder die Bauteile formatieren, gar kein Problem. Alles bereits vorhanden. Gehen Sie auf unsere Website unter Python-Parts, da finden Sie all diese Sachen schon. Auch die vermeintlich simplen Sachen von 2D zu 3D, wie Umwandlungen und so, haben wir da schon betrachtet. Wichtig ist eins, wenn wir uns mit Python-Parts auseinandersetzen, dass alles, was wir beschreiben können, das können wir auch automatisieren. Jetzt darf man nicht so viel Angst davor haben, wenn ich sage, ein Stück Software, ein Stück Code, haben viele von uns, die visuell durch ihr Leben gehen, da zähle ich mich zu, erstmal Abstand und sagen, oh Gott, das kann ich nicht und Code schreiben kann ich auch nicht. Deswegen heißt es Visual Scripting. Visual Scripting ist nichts anderes, als dass der Code im Hintergrund geschrieben wird und wir in der Software, in Allplan direkt, während wir unser Dashboard aufhaben, mithilfe von Operatoren Dinge automatisieren können. Das sieht dann aus wie hier im Hintergrund. Das heißt, links habe ich einmal meinen Arbeitsbereich, wo ich die verschiedenen Sachen miteinander verknüpfen kann. Die kann ich dann automatisiert ausführen lassen und ich sehe das dann in meinem Allplan sofort. Zum Beispiel, ich möchte eine Stütze an jedem Achspunkt abgesetzt haben. Diese Stütze soll folgende Eigenschaften haben. Diese Stütze soll die und die Attribute beinhalten. Und wenn ich dann Ausführen klicke, wird es automatisch gemacht. So gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die automatisiert werden können. Und da Projekte bei jedem sehr, sehr individuell sind und jede automatisierbare Aufgabe sehr individuell ist, auch ganz auf das Projekt immer abgestimmt, bieten wir halt die offene Schnittstelle, die offene API, dass hier Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Jetzt sagen Sie natürlich, okay, wie soll ich das denn machen? Wo fange ich an und wo ist der Button? Gar kein Problem. Also, wenn Sie noch keinen Allplan haben, laden Sie sich einfach die Testversion runter und Sie können den kompletten Umfang testen. Also nicht nur die Python-Parts, sondern auch den ganzen anderen Rest, der ja riesengroß ist. Und wenn Sie Hilfe brauchen bei Entwicklung von Python-Parts oder bei den kleinsten Schritten und dem Herangehen an die ganze Sache, dann lassen Sie uns das wissen. Wir bieten Schulungen an, wir haben ein großes E-Learning-Portal, was sukzessive gefüllt wird. Wir haben nicht nur zu Python-Parts Schulungen, natürlich nehmen wir sie auch in jedem anderen Thema an die Hand, sehr gerne sogar. Lassen Sie uns das einfach wissen. Wichtig ist, dass wir aus der Erfahrung lernen wollen. Aus der Erfahrung, die wir bis hierhin gemacht haben. Und dann diese unschönen Aufgaben automatisieren möchten, sodass wir in Zukunft viel mehr Zeit dafür haben, die wichtigen Aufgaben, die unsere ganze Gehirnkapazität beanspruchen, umsetzen zu können. Ja, Kim, vielen Dank für den spannenden Vortrag und den Einblick, wie man in Allplan heute schon mit schwacher KI oder mit symbolischer KI lästige Routineaufgaben wegautomatisieren kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema, das die Architekten heute bewegt. Und ich persönlich sehe da auch deutlich mehr Sinn drin, eben die Sachen wegzuautomatisieren, die wir nicht machen wollen. Und eigentlich die schönen Dinge, zum Beispiel die architektonischen Entwurfsaufgaben, uns weiter zu bewahren. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Wir haben ja vorhin gehört vom Professor Petzold,
dass man eigentlich schon mit der symbolischen KI oder der schwachen KI, wie du es jetzt genannt hast, eben schon sehr viel machen könnte. Und die Frage an dich, siehst du einen Trend? Wird es auch schon gemacht? Setzen die Architekten das heute schon ein? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es dahin geht, weil wir müssen irgendwann den ersten Schritt machen. Wenn wir jetzt die eierlegende Wollmilchsau erfinden und unsere kompletten planerischen Tätigkeiten übernommen werden von der KI, wird es nicht funktionieren, sondern der erste Schritt ist, genau auf diese symbolische KI zurückzugreifen und daraus zu lernen, auch dieses Learning mitzunehmen. Wie funktioniert das? Wo können wir weitergehen? Wir möchten ja auch unsere ganzen, was ich eben erzählt habe, Erfahrungen ja nicht einfach ad acta legen und eine KI für uns bestimmen lassen. Also ja, definitiv. Wird es in den Büros auch schon gemacht? Gibt's da was man vielleicht schon als Trend sehen könnte? Also ich meine, das Thema Also Parametrik ist ja nicht neu. Also wir haben ja Parametrik seit 10, 20 Jahren. Und trotzdem, ich hatte so das Gefühl, es war am Anfang so ein Hype und der ist dann wieder so ein bisschen abgeflacht. Ist es jetzt ein neuer Hype, dass wir sagen, okay, neue Schnittstellen und jetzt machen wir es wirklich? ist schwierig zu sagen, weil wir sitzen vor allem in einer Bubble, wo wir halt immer nach vorne pushen und antreiben. Es gibt natürlich immer die, die noch auf der Bremse stehen und sich noch nicht rantrauen an das Thema. Und die möchte ich eigentlich ermutigen, dass halt dieser kleine Schritt und der kleine erste Schritt ist, um diese Welt zu eröffnen, quasi mit dem Visual Scripting, sich daran zu tasten. Und du sagst es, Parametrik gibt es ewig. Es werden riesengroße Gebäude, Wohnanlagen mit parametrischem Design gebaut, was total Spaß macht natürlich auch. Also für mich als Architektin macht sowas auch Spaß, weil es eine andere Art von Entwerfen ist, aber nicht schlechter. Diese Python-Schnittstelle, die wird ja kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich meine, man darf wahrscheinlich jetzt nicht zu viel verraten, aber gibt es schon was man teilen kann, was so vielleicht mit der 24.1 oder mit der 25 kommen wird? Also es wird ziemlich sicher, wir sind da ja vorsichtig, aber ich bin mir sehr sicher, eine Veras-Integration kommen und auch der AI Visualizer. Und das wird ein sehr spannender Schritt sein. Das heißt, ich kann meine Modelle automatisiert visualisieren lassen. Das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, sieht sehr, sehr schön aus und ich freue mich darauf. Ja, Kim, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und für den Einblick, wie man heute schon KI als schwache KI oder symbolische KI mit Parametrik in Alpla nutzen kann. Sehr gerne. Auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie heute mit dabei waren beim Event KI in der Architektur. Ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten, dass wir für Sie neue Erkenntnisse gewinnen konnten, wie man in Zukunft KI im Architekturbüro einsetzen kann. Wir haben über das Jahr unterschiedliche Events auch und ich freue mich einfach, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.